Willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Lover aus Hamburg. Ja, ihr habt es gesehen, Top 10 Frühlingsdüfte 2023. Ja, eins der großen 4 Videos, auf die ihr immer wartet im Jahr. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die Top 10, das sind immer eure Lieblingsformate, ist natürlich klar. Und ja, diesmal natürlich auch mit Ranking natürlich. Das ist sonst immer nicht so einfach. Es war auch hier wieder nicht einfach. Ihr kennt mich auch. Es gibt so viele andere Düfte. Ich habe so ein bisschen mal, ja, was anderes ausprobiert. Ist ja auch mal wichtig. Und man kann ja nicht immer dieselben zeigen, obwohl natürlich kommt viele Düfte wieder oder werden rausgekramt zum Frühling, die man sonst grundsätzlich benutzt. Immer, das ist ganz klar. Aber so 1, 2, 3 Paar Überraschungen vielleicht für euch sind dazwischen. So, aber bevor ich euch die vorstelle für alle Neuen, abonniert mich, bleibt hier, abonniert diesen Kanal. Das würde mich natürlich freuen, weil hier seid ihr auf den richtigen Kanal auf jeden Fall. So, dann fangen wir mal an mit Platz 10. Ja, vielleicht eine erste Überraschung. Eternity, das Eau de Parfum, ja. Warum? Ganz klar, weil dieser Duft richtig schön grün, leicht oldschool-mäßig ist, sorry, aber richtig schön frisch grün. So. Hat den Touch von den alten Original auch mit drin, aber die Haltbarkeit und die Silage ist hier wirklich sehr, sehr gut. Sehr gute Haltbarkeit von 7 bis 8 Stunden. Das hat man ja nicht so unbedingt bei Calvin Klein. Richtig geil. Das ist für mich das beste Eternity. Da gibt es jetzt, glaube ich, kommt da irgendwie Neues raus. Da bin ich mal gespannt. Der ist wirklich gut, der Ableger. Wirklich, gefällt mir richtig gut. Leicht, richtig schön grün, seifigen, frischen Touch. Plus eben die Oldschool-Note. Das hat schon richtig Stil. Und die musste ich diesmal mit reinnehmen, weil ihr darf nicht vergessen, wenn es 15 bis 20 Grad sind, das ist so Frühlings- oder bis 22 Grad sogar vielleicht manchmal, das ist dann geil. Diese mit T-Shirt, mit weißem T-Shirt ist zum Beispiel, funktioniert dieser Duft wirklich wunderbar. Also richtig schöner Duft. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ich werde so gut wie es geht die Düfte natürlich unten verlinken. So, nun kommt der nächste von Mancera, Oud Lemon Mint. Ja, das sagt schon eigentlich das Wort Oud Lemon Mint, also Zitrone, Minze und Oud und so einige andere Sachen sind hier mit drin. Dieser Duft erinnert mich ein bisschen so auch an Gummi, Plastik, aber irgendwie das Positive. So eine Erinnerung von früher, irgendwie, wo ich jung war. Geil, irgendwie hat das was. Ich kann diesen Background nicht wirklich beschreiben, was das für eine Art Geruch ist in diesem Duft. Auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es einfach sehr interessant und wirklich gelungen. Kann man sehr gut im Frühling tragen. Und ja, man merkt schon die Zitrone und die Minze, die hat man so im Background immer. Und das ist sehr interessant, das Oud. Also wer wirklich nicht Oud mag, kann den trotzdem ausprobieren. Der schwingt wirklich nur im Hintergrund mit, ganz leicht. Also für den Frühling richtig schöner Oud-Duft, der mit Zitrone, Minze bestückt ist und noch so einigen anderen Inhaltsstoffen. Sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, also da schwingt was mit, was ich, ja, kann ich nicht wirklich beschreiben, aber ist geil. Auf jeden Fall Platz 9. So, Platz 8, Dior Homme Sport. Ich glaube, das ist die letzte Version. Inzwischen haben sie noch keine gemacht. Und ich finde die wirklich gelungen. Ja, es ist die Iris nicht dabei, aber es ist einfach ein schöner Zitronenduft, der ein bisschen holzig ausgeht, cremig. Und das ist, ich finde ihn wirklich gelungen, den letzten Sport. Ich weiß nicht, warum der so schlecht gemacht worden ist. Mir gefällt er und sehr, sehr nice. Also da kann ich nur sagen, geil und hat auch eine super gute Haltbarkeit. Hat der übrigens auch, der Mancera. Und ja, sehr cool. Für den Frühling reicht das auf jeden Fall. Auch hier wieder mit weißem T-Shirt kann man rausgehen. Sehr geil. Solltet ihr auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. So, Platz 7. Allure Homme, das Original von Chanel. Ja, hier richtig schön männlicher Duft, holzig, cremig. Und die DNA von Allure, sorry. Ich finde diese ganze Reihe gut, aber Allure Homme, das Original,
ist für mich die Nummer 1. Denn dieses Zitrische, was auch im Background ist, richtig ein ganz sehr geiler Begleiter zum Essen gehen, draußen sitzen bei 18 Grad, auch mit Hemd und so, richtig geil. Also nochmal, wer diesen Duft nicht kennt, sondern nur immer das Extreme, den Sport und so weiter, bitte testet diesen Duft mal. Absolut nice, und da liegt die Betonung auf nice. Das ist für mich ein Meisterwerk, was dieses holzige, frische im Designerbereich, wirklich sehr geil. So, Platz 6. Platz 6 ist Stockholm 1978 von Wilhelm Parfümerie. Ja, ich komme nochmal wieder darauf zurück. Der Flakon sieht geil aus, aber ist Mist zum Sprühen, weil man kann das nicht wirklich festhalten. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Magnetverschluss, aber sonst sehr geil. Und der Duft ist einfach ein Traum. Auch hier, man merkt eigentlich die Sonne richtig. Den Frühling merkt man in diesem Duft. Schön, auch hier cremig, pudrig ein bisschen, zitrisch. Hat sehr viel Ähnlichkeiten zu Rojas Parfüms Midnight Summer Dream, glaube ich. Aber ich finde ihn einen Tick besser. Ich finde ihn tatsächlich einen Tick besser, weil er dann doch noch ein bisschen zitrischer ist und cremiger. Und das macht diesen Duft wirklich geil und richtig. Ja, das macht ihn aus einfach. Und das ist, also jedes Mal, wenn ich ihn aussprühe, habe ich gute Laune. Ich habe einfach gute Laune und ja, die Sonne kommt raus, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Also auch hier bitte testen. Stockholm 1978 ist nice. So, Platz 5 müsste das sein. 4, 3, ja, Platz 5. Ja, Platz 5 ist ein Duft, also ist ein Meisterwerk. Ihr habt was Frisches, Zitrisches, Fruchtiges, also Bergamotte und so weiter und so fort, und dann Tabak. Also, Montabaco Verano von Omon Jane. Also das ist für mich ist das einfach ein Meisterwerk, weil ihr müsst euch vorstellen, Tabak in Frühling zu tragen oder meinetwegen sogar Sommer. Das kann man nicht überall, jedenfalls kommt der richtig schön frisch rüber, sauber, klar, elegant, und das im Background mit Tabak und über die ganzen Stunden absolut nice. Das ist ein absolutes Meisterwerk, kostet in der kleinen Flasche natürlich, gibt es auch glaube ich nur in der Größe, natürlich ein bisschen mehr, aber von allerfeinsten. Also wie gesagt, das ist auch im Nischenbereich ein Meisterwerk für mich, genauso wie hier im Designerbereich. Allure, sehr nice, es ist hier Omon Jane. Wenn der hier es ist richtig lecker, ist richtig gut. Also der Tabak, dieser frische Tabak, ihr müsst euch das vorstellen, frischer Tabak. So, nicht süßer, nicht penetranter, der hält gut, den nimmt auch jeder wahr, aber nicht dieses überladene, richtig ein eleganter, frischer Tabakduft für den Frühling. Absolut geil. So, Platz 4, Zaharoff Signature Pour Homme. Ja. Den habe ich schon so oft vorgestellt. Das ist einfach ein Duft, der alles beinhaltet. Oldschool, New School, seifig, fruchtig, leicht süß, hat alles. Und der ändert sich jede halbe Stunde und ist so ein geiler Duft. Ja, und den kann man einfach das ganze Jahr tragen, aber sehr gut eben auch im Frühling. Und den solltet ihr auf dem Schirm haben und dort bestellen. Ja, kostet mit Einfuhr und Zoll, ist natürlich ein bisschen schwierig. Das ist, mal geht das durch, mal geht das nicht durch. Also die Leute, die ich jetzt bisher kenne, die den bestellt haben, er ging nie zum Zoll. Es ging einfach so durch. Also das ist dann in Ordnung, und das ist aber sehr geile Qualität und wirklich ein Duft von allerfeinsten. Einer der besten Düfte der letzten Jahre in meinen Augen, wirklich, weil er geht nicht in andere Richtung, finde ich, und deswegen macht ihn schon aus und richtig gut zu tragen. So, Platz 3. Jetzt kommt die Bronzemedaille. Creed Royal Oud. Ja, den habe ich genommen, weil es ist einfach ein Zederduft mit einer Eleganz da drin. Für mich der beste Creed-Duft, war er immer schon, und absolut genial. Dann die leichte Asche- oder Tabaknote, Tabaknote, die gefällt mir auch, denn das Zitrische dazu, also richtig nice. Das ist noch die alte Version. Ich weiß, die neue soll verwässert worden sein und nicht mehr ganz so gut sein.
kenne ich nicht, will ich auch am liebsten nicht riechen, aber kann man trotzdem noch sehr gut tragen und es gibt keinen gleich vorweg. Ich kenne keinen, der ähnlich irgendwie riecht, deswegen müsst ihr euch den hier holen oder eben eine alte Abfüllung hier kaufen, falls ihn jemand anbietet. Sehr, sehr geiler, männlicher, eleganter, luxuriöser Duft. So, Platz 2. Er war grundsätzlich, wenn ich nicht mich ganz täusche, immer auf Platz 1, weil das ist eigentlich, ich sage mal eigentlich kann man wegnehmen. Es ist ein Frühlingsduft schlechthin und zwar Bleecker Street vom Bond Nummer 9. So. Schwarze Johannisbeere und dann das grüne, fruchtige, das ist einfach Frühling im Flakon. Der ist immer dabei. Der ist einfach immer dabei. Ja, er muss einfach dabei sein. Das ist ein Traum. Diesmal aber auf 2. Aber, oh, geil. Die Haltbarkeit ist leider nicht ganz so gut, aber dieser Duft, wenn man draußen im Garten ist, wenn man unterwegs ist, schön spazieren geht und so weiter oder sich so einen Kaffee und Kuchen irgendwo hinfahrt. Hier, dieser Duft, absolut nice. Auf jeden Fall Bleecker Street, absolut ein geiler Duft, der immer in den Frühlingsdüften bis jetzt bei mir immer dabei war. Ich glaube auch die nächsten Jahre, weil er darf einfach nicht fehlen. So, Platz 1. Ja, Platz 1 gibt es leider nicht mehr, aber es geht ja nur mal darum, was ich gern trage. Ihr könnt natürlich auf Parfumo, eBay mal gucken, da gibt es den auf jeden Fall noch ab und zu mal Apom Pour Homme von MFK. So, Platz 1, absolut geiler Frühlingsduft, absolut Bombe. Orange, dann diese Pudrigkeit, Cremigkeit und so elegant und so sexy. Und da ist fast Endstation. Das ist ein Meisterwerk, ein ganz großes Meisterwerk, Freunde. Ein ganz großes. Da geht, oh, ich höre auf. Brauchen wir nicht. Was soll ich da noch sappeln? Ich brauche da nicht sappeln. Ich weiß nicht, welcher Mensch gegen den Duft was hätte. Ich weiß es nicht. Auch der wurde reformuliert schon. Es gab, soweit ich das weiß, Apom Homme, glaube ich nur. Das Pour Homme ist noch die starke Version, ne? Die erste. Hier, wie er hier. Ich bin froh, da noch was zu haben. So genial. Gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung und sowas von genial. Ein Traum. Ein absoluter Traum im Frühling. Und oh. Absolut Endstand. Meisterwerk. Auch hier. Sehr geil. Wenn ihr den findet, ganz ehrlich, wenn ihr noch was für den Frühling, Sommer sucht, auch Sommer, wenn ihr den findet, kaufen. Punkt. Fragt gar nicht. Ihr müsst nicht fragen. Ihr müsst einfach nicht fragen. Sehr geiler Duft. Ja, Leute. Das waren wieder die Top 10 Frühlingsdüfte 2023. Dann schreibt mal runter, was habt ihr so für Frühlingsdüfte? Und dann bin ich mal gespannt. Ja, und dann genießt die Zeit. Es wird ja jetzt immer ein bisschen wärmer. Zwischendurch ist wirklich nochmal kaltes Wetter, jedenfalls in Hamburg. Dann hast du Frühlingsgefühle, dann hast du tatsächlich Schnee und dann hast du wieder Frühling nächsten Tag. Ein Hin und Her. Da schwanken die Temperaturen zwischen 15 Grad, das ist schon heftig. Aber ja, so wie heute, ja, was soll man machen? Trotzdem, Frühling ist da, Frühling fängt an. Der Frühling geht ja auch noch ein bisschen länger. Es verschiebt sich alles ein bisschen. Also nutzt die Chance, holt euch nochmal die Düfte. Wie gesagt, unten verlinkt, so gut wie es geht. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.